с дороги, птица, зверь с дороги, уходи. Видишь, облака клубится, то не мчатся впереди. И снуют с поворота по цепи врагов густой. Ветка бьет из пулемета, пулеметчик молодой. Это Чанка раз. Wir schalten wieder um zu anderen Flugzeugen. Dieses Mal ist es ein Flugzeug aus dem Großen Vaterländischen Krieg bzw. im Zweiten Weltkrieg, die Ilyushin Il-2 Sturmovik, der fliegende Panzer oder auch der schwarze Tod genannt. Die Il-2 konstruiert mit der Aufgabe, ein Erdkampfflugzeug zu schaffen, das einen hohen Schutzgrad gegenüber der bodengestützten Luftabwehr hat. Deshalb wurde eine Panzerung in die Zelle integriert, von vornherein als tragendes Teil, 7 bis 12 mm stark, 15% der Gesamtmasse des Flugzeuges sind Panzerung der wichtigsten Teile des Flugzeuges. One of the most famous ground attack aircraft of the Second World War in service with the Russian Air Forces. A very, very heavily armoured machine, this known as the Flying Tank. Between 7 and 12 millimeters of armour, protecting the cockpit, the engine and the vital systems of the aircraft. In fact, the armour makes up 15% of the whole weight of the aeroplane. Das Flugzeug ist neben der Panzerung in Gemischbauweise gebaut, ein Tiefdecker, im Original angetrieben von einem 12-Zylinder Mikulin-Triebwerk bis 1720 PS. Hier in der restaurierten Variante das zweite Flugzeug, das wieder fliegt, mit einem Ellison-Triebwerk aus den Staaten. Abflugmasse war bis 6 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 405 km/h. Powered by a Michelin 12-cylinder V12 engine producing 1,720 horsepower. Gives the aircraft a maximum speed of 405 kilometers an hour. The all-up weight of this machine being 6 tons, so quite a heavy aircraft. Zuerst wurde das Flugzeug nur einsitzig gebaut, obwohl es auch schon den zweisitzigen Entwurf gab. Im Verlauf des Krieges wurden dann nur noch zweisitzige Modelle produziert. Ein Bordschütze kam an Bord des Flugzeuges, rückwärts sitzend hinter dem Piloten hatte er die Aufgabe, mit einem 12,7 mm MG Angriffe von gegnerischen Jagdflugzeugen. It was later reconfigured as a two-seat aircraft. Second man facing aft was the tail gunner, armed with a 12.7 mm machine gun to protect the tail of the aircraft against attacking fighters. Die eigentliche Bewaffnung des Flugzeuges bestand allerdings aus 2 Kanonen in die Tragflächenwurzeln, 20 und 23 mm zumeist Kaliber, einzelne Flugzeuge auch bis zu 37 mm. Weiterhin 2 Maschinengewehre, 7,62 mm in die Tragflächen und Unterflügelstationen für ungelenkte Raketen, Bomben und zum Schluss des Krieges auch schon für Bombenkassetten mit panzerbrechenden kleineren Bomben. Well, as I said, designed from the outset as ground attack aircraft, so very powerfully armed. 2 cannons in the wing, 20 and 23 mm, and a 37 mm, so making it a very powerful anti-tank aircraft. Pair of 7.62 machine guns in the upper fuselage. Can carry a variety of rockets, 82 and 132 mm anti-tank rockets under the wings, as well as a variety of bombs, and including a small bomb carrier for anti-tank work. And of course, the 12.7 machine gun in the rear cockpit to protect the tail. Insgesamt wurden 36.000 Flugzeuge in etwa gebaut von diesem Typ, 23.600 gingen verloren. 2 fliegen derzeit weltweit. Beide wurden in Novosibirsk, eins 2011, das andere erst im vergangenen Jahr, flugfähig restauriert. 36,000 IL-2s were built. And here's a sad fact. 23,600 of them were lost in combat. Only 2 examples are flying today. The first was restored at Novosibirsk in 2011 and now flies in the United States. This aircraft
Only a year old from restoration, 2017, again in Novosibirsk. Ja, geflogen wird das Flugzeug heute von Wladimir Barsuk und es wird vorgestellt von der Gesellschaft zur Bewahrung des historischen kriegerischen Erbes und zur Wiederherstellung von Kriegsmaterial aus dem Zweiten Weltkrieg in Moskau. Das Flugzeug ist das Flugzeug des Piloten Valentin Skopintsev vom 46. Schlachtfliegerregiment der Nordflotte, das 1943 abgeschossen wurde, auf einem See notlandete, versank und nach 70 Jahren behoben und restauriert wurde. This particular aircraft being flown today by Vladimir Barsuk, and many thanks to him. But it's actually the aircraft that was flown by Valentin Skopintsev from the 46th Assault Aviation Regiment of the Northern Fleet Air Force in November 1943. He was shot down, had to force land on a frozen lake, Lake Krivo. The aircraft broke through the ice. 70 years later, the Wings of Victory Fund and the son and daughter of the pilot organised a search, recovered the aircraft, and the aircraft you see here, 65% of it is the original machine, and it flies as a memorial to some incredibly brave men. Ground attack is perhaps the most dangerous of all work. Die Bergung des Flugzeuges fand durch diese Stiftung statt, aber auch die Tochter des Piloten Skopintsev hat sich daran beteiligt und in Sibirien in Novosibirsk wurde das Flugzeug flugfähig wiederhergestellt. Dankeschön an Wladimir Barsuk und seine Crew, die uns dieses Flugzeug hierher zur ILA gebracht haben. Well, many thanks to Vladimir Barsuk and his crew for bringing us that magnificent aeroplane, a truly rare spectacle in the skies over Berlin. Ja, das ist